Willkommen im Jahr 2024. Und damit ist natürlich hauptsächlich das Flive-Jahr oder Flive-Universe-Jahr, wie auch immer ihr es sehen wollt, 2024 gemeint. Und ich dachte mir, als erstes Flive-Video des Jahres, kann man diese Gelegenheit mal nutzen, um kurz nochmal etwas Revue passieren lassen. Also es wird noch ich meine, es ist immer schwierig, so ein komplettes Jahr. Ich meine, ich streame jeden Tag, ich lade fast jeden Tag auch ein Video hoch. Also das alles in einem Video zusammenzufassen, das nicht 3 Stunden geht, wird schwierig. Aber es wird wahrscheinlich nochmal ein ungefährer grober Überblick, was dieses Jahr so ungefähr passiert ist, geben. Heute soll es aber mehr so ein bisschen einfach nur eine mehr so kurze Zusammenfassung sein und vor allem eben auch, wie es jetzt weitergeht, was so die nächsten Pläne sind und so. Das hatten wir zwar erst vor kurzem schon mal, aber ich wollte euch im Endeffekt ein kurzes Status-Update geben, wie es so läuft. Und ja, ich würde auch sagen, damit fangen wir direkt an. Also die letzten Wochen, oder ich weiß gar nicht, wann das Video genau hochgeladen habe, ich glaube vor knapp 2 Wochen, habe ich ja beschlossen oder gesagt, ich werde mich jetzt fokussieren auf A-Products, auf A-Product-Farmen und fürs nächste Schmuck-Upgrade-Event sparen, A-Products sparen, sehengebundene, ungebundene, pipapo und damit dann hoffentlich mindestens 2 Sachen plus 20 oder halt auch mehr Schmuck oder so viel Schmuck wie möglich plus 20 schaffen. Mein aktueller Stand von ungebundenen Products ist dabei, by the way, ungefähr 950. Also ich habe jetzt bald die ersten 1000 ungebundenen A-Products und dazu müssten dann eigentlich auf jedem Char mindestens 10 mal 15, also 150 sehengebundene Products kommen. Das heißt, wir sind jetzt aktuell schon bei ungefähr 1100. Das Ziel ist aber mindestens 2000 und eigentlich 2000 ungebundene. Also effektiv irgendwas zwischen 2.000 und 3.000. Ich denke mal, das sollte realistisch sein, weil ich vermute, das nächste Upgrade-Event wird erst im Februar oder sogar erst im März kommen. Weil es waren jetzt im Jahr 2023, war eins im September und eins im November. Das heißt, innerhalb von 2 Monaten 2, was davor so gut wie nie passiert ist, dass innerhalb von so kurzer Zeit 2 Events stattfinden. Und generell finden diese Events eigentlich sehr oft statt. Das heißt, wenn jetzt im Januar eins stattfinden würde, wären es wieder nur 2 Monate gewesen. Und dann würde das einfach die Anzahl dieser Events plötzlich bombastisch in die Höhe schießen lassen. Und wenn die das andauernd machen, ist es auch nicht mehr wirklich was Besonderes. Und ich weiß gar nicht, ob sie das dann noch so extrem positiv auf ihre Verkäufe auswirkt. Aber dafür fehlen mir natürlich die Insights. Ist aber auch nicht so wichtig. Worauf ich im Endeffekt hinaus will, ist, das läuft gut. Die plus 3 CW-Drops, Speedo plus 3, Strente plus 3, haben natürlich dabei geholfen, hier ein gutes Kapital aufzubauen. Der Strent ist zwar noch nicht verkauft, aber generell haben die Drops in letzter Zeit, also ich sag mal so, der Dezember hat drop-technisch extrem schlecht angefangen. Ich habe wieder angefangen, Red Meteor zu farmen und Clockwalks und auch wirklich probiert, da so gut wie nie ausfallen zu lassen, dass man es wirklich konstant farmt, weil nur wenn man es wirklich konstant farmt, kann man auch mit Drops rechnen. Und hat sehr schlecht angefangen, muss man sagen, der Dezember, also wirklich katastrophal schlecht, aber zum Ende hin hat er sich dann zum Glück zum Guten gewendet. Red Meteor hat endlich mal was gedroppt und Clockworks eben auch. 3 gute Sachen insgesamt im ganzen Monat. Davor 2 Monate lang gar nichts, also das war schon nice. Und hoffen wir, dass es so weitergeht, weil je besser wir droppen, desto schneller geht das natürlich auch mit dem Projekt A-Product und desto weniger, sauer muss man dann auf Gala sein, wenn sie doch früher als später wieder ein Schmuck-Upgrade-Event starten werden. Und ja, ein Thema, über das ich auch noch reden wollte, ist das Thema Battle Pässe. Euch ist bestimmt auch schon aufgefallen, dass Gala jetzt irgendwie weniger Battle Pässe wieder macht. Also die letzten 3 Wochen waren eigentlich, oder fast den gesamten Dezember, waren eigentlich wirklich nur 2 Battle Pässe aktiv. Anfang Dezember lief noch der Upgrade Pass, aber der lief da gerade aus, also effektiv war er da eigentlich schon vorbei. Damit bin ich beinahe gestorben. Das heißt, wir hatten eigentlich fast den gesamten Dezember nur 2 Battle Pässe. Und jetzt gehen wir in den Januar und haben, gut, das ist jetzt noch der Christmas Pass, der geht noch bis zum 4., aber haben eigentlich wieder nur einen oder halt, wenn wir den jetzt Christmas Pass jetzt noch mitzählen, 2 Battle Pässe. Also wieder nur sehr wenige Battle Pässe. Irgendwie komisch, dass sie ihr Mindset so schlagartig geändert haben von bis zu 5 Battle Pässen zeitgleich, die sich teilweise überschnitten haben. Wenn man den Anfängerpass ignoriert, den zähle ich da by the way nie wirklich dazu, weil der ist ja eigentlich permanent aktiv, bis man ihn einmal abgeschlossen hat. Und finde ich irgendwie crazy, dass sie halt von so extrem vielen Battle Pässen, sie hätten ja sagen können, okay, wir machen jetzt für Weihnachten, für vielleicht auch Neujahr oder für besondere Ereignisse machen sie so einen Event-Pass. Halloween und Weihnachten waren jetzt die letzten. Und halt den monatlichen Pass. Und dann ab und zu noch einen extra Pass. Ja, ich meine, das hätte man ja auch machen können. Das wäre auch für die Spieler akzeptabler gewesen, sage ich mal, weil die
zusätzlichen Power-Ups, die man daraus bekommen hat, war natürlich schon nice. Was halt nicht so nice war, ist, dass halt dann irgendwann 4, 5 Battle Pässe zeitgleich liefen und das einfach extrem verwirrend und ganz ehrlich dann auch irgendwann einfach ein bisschen zu viel war. Aber sie machen es halt quasi so von 0 auf 100. Erst startet ein Battle Pass, dann 2, dann 3, dann 4, dann 5. Und dann hat man 5 Battle Pässe und dann läuft der eine ab, kommt kein neuer, läuft der zweite ab, kommt kein neuer, läuft der dritte ab, kommt kein neuer und irgendwann denkst du dir so, was ist denn jetzt los? Läuft der vierte auch noch ab und plötzlich hast du noch ein Battle Pass und dann startet der Christmas Pass und dann sind es wieder 2. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Sie scheinen sich da ein bisschen entfernt von zu haben. Aber ich habe jetzt mit den gewonnenen F-Coin von letztem Jahr, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, habe ich ja beim New Year Event 2022 quasi, oder naja, es war das neue Jahr 2023 so gesehen, habe ich ja diese 5000 F-Coin in diesem Ingame Roulette gewonnen, oder diesem Glücksrad. Und ich hatte noch 1475 übrig auf meinem RM. Und davon habe ich mir jetzt noch einen Battle Pass gekauft. Was ich mit dem restlichen kleinen Betrag mache, weiß ich noch nicht. Der ursprüngliche Plan war, sich A-Projects zu kaufen bei dieser 1 für 1 Aktion. Nein, Schwachsinn, 1 für 2 Aktion, oder wie auch immer das heißt, wo du quasi ein extra A-Project bekommst, aber dafür sind irgendwie beide seelengebunden oder so. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich benutze den Cash-Shop ja eigentlich nicht, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber es gibt irgendwie so eine Aktion, wo du ein Item kaufst und dann ein zweites Geschenk bekommst. Also die Aktion wäre noch ganz cool, dann kann ich doch noch die letzten F-Coin ausgeben. Ansonsten ist es halt auch ein bisschen blöd, weil jetzt kosten die Battle Pässe halt nur noch 1000 F-Coin. Und der ursprüngliche Plan wäre gewesen, sich 4 Battle Pässe zu kaufen und dann den Rest auszugeben, weil es halt nicht auf 5000 ausgegangen wäre. Dadurch, dass sie aber die Battle Pass Preise geändert haben, ist es jetzt eigentlich noch bescheuerter, weil jetzt ist halt so, ja, du hast jetzt quasi 3 Battle Pässe für den alten Preis gekauft, jetzt noch einen für den neuen Preis, sonst hast du halt, also du hättest ursprünglich, wenn jetzt von Anfang an Battle Pässe 1000 F-Coin kosten hätten, hätte man sich 5 Battle Pässe kaufen können. Aber das wusste man ja vor einem Jahr nicht, deswegen ist das auch ein bisschen blöd gelaufen. Weil so kann ich mir jetzt halt nur 4 holen, also 4 wäre das ursprüngliche Ding gewesen und so kann ich jetzt halt nur noch den Rest dann ausgeben. Aber ja, so ist das. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt wieder einen Battle Pass laufen und kann jetzt auch wieder 2 Tage Shops machen. Das heißt, meine Preise sind jetzt auch gestiegen. Jetzt muss ich mein Zeug nicht mehr für verramschen, weil ich es innerhalb von 4 Stunden verkaufen muss oder halt zigmal einen Shop aufmachen muss mit den gleichen Items, bis irgendwann mal was verkauft wird. Sondern kann jetzt von Anfang an ein kleines bisschen höhere Preise verlangen, weil mein Shop jetzt auch 2 Tage dasteht. Genau. Und das sollte mir hoffentlich dabei helfen, dass wenn wir im Januar jetzt nicht komplett leer ausgehen, drop-technisch, dass wir da dann unser Zeug auch für halbwegs gute Preise verkaufen können und entsprechend dann wieder unserem Ziel mit den A-Products näher kommen. Oh, ich sehe gerade, ich habe mein Pad vergessen, über das ich im letzten Video geredet habe. Schande über mich. Das funktioniert auch nicht mehr jetzt, weil dieses dämliche Symbol wieder deaktiviert war. Genau. Ja, und ansonsten muss ich mal gucken. Zeitlich war es jetzt die letzten Wochen schwierig. Habt ihr bestimmt mitbekommen. Ich hatte jetzt, also die letzten Tage waren auch nochmal richtig crazy. Also ich hatte jetzt am 30.12. angefangen mit einer Seminararbeit, die ich am 31.12. um 23.59 Uhr, also gestern um 23.59 Uhr, hätte spätestens einreichen müssen. Ich habe es geschafft. Ich habe sie fertig bekommen. 14 Seiten, 4000 Wörter. Mit Literaturverzeichnis und allem drum und dran und sämtliche Zitiervorschriften, alles eingehalten, pipapo. Eingereicht um 19.30 Uhr, also 5 Stunden vor Abgabe. Dann auch Silvester mit der Family gefeiert und dann auch gestreamt. Und ja, die Tage davor waren auch noch ziemlich stressig. Wir haben ja Anfang des Monats haben wir angefangen, unsere Bude hier zu renovieren. Dann hatte ich da noch keinen richtigen Urlaub, da hatte ich nur eine Woche Urlaub. Dann wieder gearbeitet. Dann Weihnachten, dann ist mir Seminararbeit, Silvester, jetzt neues Jahr und jetzt könnte man sich endlich denken, okay, ich habe noch Urlaub, jetzt wird es endlich mal besser und dann ist mir aufgefallen, in 10 Tagen schreibe ich eine Prüfung, eine Klausur, wofür ich auch noch absolut gar nichts gemacht habe. Also ja, ich würde gerne sagen, es wird jetzt wieder besser werden, zeitlich und die Streams starten nicht immer alle so spät, aber versprechen kann ich es nicht, weil der Januar tatsächlich auch nochmal ziemlich kacke aussieht, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich werde es probieren, dass es auf jeden Fall besser wird. Aber ganz stressfrei wird es auf jeden Fall immer noch nicht. Und damit Verspätungen und so auch nicht komplett aus dem Leben geschafft werden. Weil es einfach, ja, es ist einfach viel zu tun. Und es wird sich auf jeden Fall in den nächsten 2 Wochen, 2-3 Wochen wahrscheinlich nicht wirklich ändern. Der Vorteil ist aber, dass ich jetzt weiterhin Urlaub habe. Das heißt, ich kann jetzt auch probieren, mal ein paar Videos vorher aufzunehmen und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Prüfung am 10. habe,
dass ich dann nicht am 10. direkt weiter Videos machen muss und so weiter und so fort, sondern dass ich dann jetzt mal ein bisschen mir einen Freiraum schaffe. Also das wird jetzt das Ziel diese Woche sein. Nächste Woche ist die Prüfung und dann mal gucken. Also Ende Januar sieht es dann hoffentlich anders aus. Werde ich euch auf jeden Fall nochmal ein Status-Update geben. Aber ja, echt irgendwie alles ein bisschen kacke gewesen die letzten Wochen. Beziehungsweise der komplette Dezember war ich richtig, richtig scheiße. Kann man nicht anders sagen. Und es kann eigentlich nur besser werden, hoffentlich. Von dem her, mal schauen. Weiteres Update außerdem, alle meine Chars sind mittlerweile 145, wie ihr im Partyfenster seht. Das heißt, ich kann jetzt auch die 145er Quests machen. Ich wollte aber eigentlich noch warten, bis ich auch die Quest-Items von den Kings dann habe. Die Big Nippers. Bester Quest-Item-Name aller Zeiten, by the way. Allerdings hat sich ja da, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Video schon angesprochen habe, ich glaube schon. Das hat sich jetzt wirklich extrem schwierig gestaltet. Also Hit and Run kann man bei den Viechern wirklich vergessen, weil die haben, also ich verstehe sowieso nicht, die unsichtbaren Wände in der Korallinsel sind ein bisschen komisch. Hier zum Beispiel sieht man es auch ganz gut, oder hat man es gerade kurz gesehen. Teilweise läuft man gegen, also du willst gegen eine Wand laufen oder an der Wand entlang laufen. Das Spiel lässt dich aber nicht, weil schon ein halber Zentimeter vor dem Stein, also es ist nicht überall so, aber bei den Kingston sind ein paar Stellen, wo das so ist. Die unsichtbare Wand ist quasi zu, sagen wir mal, zu weit gesetzt, also zu weit vor der Steinwand. Das heißt, die Wand beginnt schon, bevor die Wand visuell beginnt. Also bevor du die Wand siehst, ist schon die Wand da. Klassische unsichtbare Wand halt. Und das Problem dabei ist, dass die Kingster sich teilweise oder eigentlich größtenteils durch diese Wände durchteleportieren können, aber du halt nichts siehst, also beziehungsweise läufst dann an der Wand vorbei und vergisst halt in dem Moment einfach, Moment, die Wand hier ist quasi, die fängt eigentlich schon weiter vorne an, als sie mir angezeigt wird. Und genau in dem Moment, wo du das realisierst, porten sich die Viecher schon hinterher. Und dann plötzlich hast du 5 Kingster in der Fresse und bist tot. Und das ist einfach super nervig. Außerdem ist das Gebiet bei denen einfach super eng. Also selbst wenn das jetzt mit dem Teleportieren nicht passieren würde, wäre es trotzdem auch so ganz schön ätzend für Hit and Run, weil es einfach extrem eng bei denen ist. Also da hast du einfach nicht so viel Movement-Spielraum und so. Und das ist einfach ziemlich nervig, habe ich ja schon gesagt. Problem ist nur, mit 1v1 dauert es auch ewig, sich diese Quest-Items zu holen. Deswegen mal schauen. Aber ich habe eigentlich schon vor, sie mir selber zusammen sie zu kaufen, ist irgendwie auch wack. Dann hat man es irgendwie nicht verdient, die Quest abzugeben, meiner Meinung nach. Und von dem her mal gucken, wie wir es dann machen. Wahrscheinlich weiterhin mit 1v1, aber das könnte halt noch so lange dauern, bis dahin die Chars wahrscheinlich alle 146 oder vielleicht sogar 147 sind. Je nachdem. Heute werde ich da wahrscheinlich auch nicht weitermachen, weil es immer drauf ankommt, was ich an dem Tag sonst noch so mache, weil ich da immer so viel Equipment drüber tauschen muss. Aber ja, wird auf jeden Fall aktiv. Naja, aktiv ist es nicht wirklich, wenn ich nicht täglich was dran mache, aber es wird auf jeden Fall dran gearbeitet. Wie aktiv, muss ich mal gucken. Und jo. Dann, glaube ich, habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Was ich ganz vergessen habe zu Beginn, ist auf jeden Fall noch, ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr 2024 und hoffe, für euch gehen eure Flive-Wünsche in Erfüllung, eure Flive-Ziele. Setzt euch nicht zu große Ziele, arbeitet lieber an kleineren Zielen und viel Erfolg wünsche ich euch auf jeden Fall dabei. Mein Ziel, wie gesagt, ist gesetzt. Wir spannen auf so viele Ape-Products wie nur irgendwie möglich bis zum nächsten Upgrade-Event und dann hoffentlich Schmuck plus 20 und Ultimate Schmuck ist dann die Folge davon. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Flive Universe. Schaut auf jeden Fall am Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Haut rein und ciao, ciao.